Hallo bei Bikereifen24. Heute schauen wir uns für euch den Conti Sport Attack 4 auf der Kawasaki Ninja ZX10R an. Wir haben ihn hier in den Größen 190, 55, 17 und 120, 70, 17 am Vorderrad montiert. Wie sich der Sport Attack 4 im Test schlägt, erfahrt ihr nach dem Intro. So, los geht's mit unserem Testbericht. Und zwar der Conti Sport Attack 4 war ein lang erwarteter Nachfolger vom Sport Attack 2 und Sport Attack 3. Der Sport Attack 2 ist auch heute noch als günstiger Budgetreifen verfügbar. Dazu haben wir ja schon einen separaten Test gemacht. Der Sport Attack 3 wurde relativ schnell wieder eingestellt, da er wohl nicht die Erwartungen des Marktes erfüllen konnte. Hier mit dem Sport Attack 4 sieht es natürlich schon ganz anders aus. Vor allem im Hinblick auf den Reifengrip haben wir hier wirklich einen sehr performanten Reifen. Selbst hier auf der ZX10R, die wirklich gut am Gummi reibt, haben wir niemals Gripverlust gehabt oder irgendwelche Rutscher. Gerade am Hinterrad sieht man ja hier ein wunderschönes Verschleißbild. Der Reifen raut sich richtig auf und funktioniert vor allem bei hohen Temperaturen richtig gut. Klar, bei ganz hohen Temperaturen sieht man schon, da leidet er dann schon. Dann gibt es dann schon heftige Abnutzungsspuren, was sicherlich auch auf lange Sicht auf den Verschleiß gehen wird. Die Verschleißwerte könnt ihr dann übrigens in unserer stets aktualisierten Hitliste nachlesen. Die reichen wir nach, sobald wir den Reifen runtergefahren haben. Auch am Vorderrad ist der Grip wirklich als ausgezeichnet zu bezeichnen. Man kann wirklich sagen, okay, man hat hier viel Feedback, wunderschönes Gripverhalten, auch ein sehr gutes Wärmeverhalten. Und so kann man wirklich sagen, okay, der Sport Attack 4 ist ein sehr guter Straßenreifen, der wirklich Grip in allen Lebenslagen bietet. Gerade wenn es richtig heiß ist, funktioniert er wunderbar. Bei kühleren Temperaturen ist er auch sehr solide. Der große Vorteil ist halt, wie schon erwähnt, das gute Wärmeverhalten. So bekommt man ihn auch an kühlen Tagen schnell auf Temperatur, was ihn dann auch wieder gut grippen lässt. Auch der Grip bei Nässe konnte uns wirklich überzeugen. Man sieht ja, er hat wirklich sehr viel Fleisch bzw. Aufmaß und ein, sage ich mal, sehr markantes Profildesign, was sich hier auch fast bis zur Kante runterzieht. Man hat hier schon einen kleinen Slick-Bereich, aber trotzdem ist es so, dass er sehr stark profiliert ist. Das gleiche Spiel natürlich auch am Vorderrad und das sorgt halt für viel Wasserverdrängung. Bei Nässe kann man mit dem Reifen also auch noch wunderbar sportlich fahren. Wir sagen mal im Bereich der Straßenverkehrsordnung plus minus 20 km/h. Auf kurvigen Landstraßen ist man wirklich noch gut dabei. Gibt auch da viel Feedback und liefert viel Vertrauen und ist somit echt auch eine Empfehlung, wenn es mal nass wird. Wir würden ihn jetzt nicht kaufen für den überwiegenden Nasseinsatz. Sollte man aber mal in einen Regenschauer kommen, ist man mit dem Sport Attack 4 wirklich noch sehr gut bedient. Auch die Bremseigenschaften des Sport Attack 4 sind wirklich richtig gut. Fangen wir mal mit dem Vorderrad an, weil man ja hier auch viel stärker bzw. öfter mit dem Motorrad bremst und hier der Grip auch wirklich passen muss. Er hat eine sehr gute Verzögerung durch das hohe Gripniveau. Außerdem hat er ein sehr gutes Feedbackverhalten. Das heißt, er liefert mir beim Anbremsen viel Feedback. Kann auch wunderbar in die Kurve hineingebremst werden. Durch das hohe Gripniveau kommt es hier dann auch nicht zu Rutschen oder zu irgendeinem unsicheren Fahrverhalten. Bedeutet, ich kann wirklich auf der letzten Rille in die Kurve reinfahren und der Reifen
hat eine wirklich ausgezeichnete Bremseigenschaft zu bieten am Vorderrad. Das ist genau das, was wir persönlich schätzen und uns an Reifen auch so gut gefällt. Wir können uns also auch vorstellen, den Reifen durchaus auf einer Supermoto zu fahren, da ja hier genau dieser Fahrstil gefordert ist. Auch am Hinterrad, wenn man voll in die Eisen geht, hat er noch relativ lange das Bedürfnis, sich mit der Straße zu verzahnen. Nur natürlich klar, irgendwann fängt es natürlich an zu stempeln und zu schmieren. Aber selbst wenn er dann rutscht, ist er immer noch wunderbar stabil auf der Bremse hinten. Also von daher kann man wirklich nur sagen, top. Die Agilität des Sport-Attack 4 ist nicht mehr mit dem Vorgänger zu vergleichen. Der Sport-Attack 2 war ja ziemlich agil zu fahren. Das wurde beim Sport-Attack 4 aber etwas herausgenommen. Dafür hat man viel mehr Stabilität bekommen. Gerade auf Superbikes oder Supersportlern ist diese Stabilität wirklich eine tolle Sache. Gerade in schnellen Kurven ist das ein richtig gutes Fahrgefühl, was man hier bekommt. Der Sport-Attack geht quasi in den Radius, verharrt in seiner Position, kann dann aber auch wunderbar korrigiert werden, auch bei höchsten Geschwindigkeiten extrem stabil und spurtreu, folgt der Linie, die man ursprünglich eingeschlagen hat. Und da muss man echt sagen, ist ein sehr, sehr stabiler, schön zu fahrender Reifen, der auch satt liegt und dabei immer viel Feedback liefert. Generell würde ich jetzt sagen, okay, die Agilität auf einem Level von 1 bis 10, ungefähr bei 6 bis 7, was jetzt aber, wie gesagt, auch immer den persönlichen Vorlieben geschuldet ist, ob das einem zusagt oder nicht. Gerade auch auf dem Fahrzeug wie hier auf der Ninja ZX-10R passt es bestens und da kann man wirklich sagen, passt wie die Faust aufs Auge. Auch das initiale Einlenken ist sehr spurtreu, linientreu und fühlt sich gut an. Dabei hat man auch immer viel Feedback. Von daher Stabilität, Agilität gefällt uns, hält sich in einer schönen Waage. Im Hinblick auf das Aufstellmoment kann man sagen, gibt es einfach nicht. Der Sport-Attack 4 hat in unserem Test auf der Kawasaki Ninja ZX-10R absolut kein Aufstellmoment gezeigt. Da kann man noch so stark in der Kurve bremsen, er stellt sich einfach nicht auf. Wie gesagt, sollte man es hier übertreiben, gehen wir davon aus, dass man dann halt eben auf der Nase liegt, aber er stellt sich in dem Rahmen, in dem man als vernünftiger Mensch in der Kurve bremst, nicht auf, was auch wieder diese hohe Spurtreue und Stabilität im Fahrgefühl zeigt. Auch im Hinblick auf den Komfort kann man wirklich sagen, der Sport-Attack 4 liefert ab, hat eine gute Eigendämpfung, liegt satt auf der Straße, liefert damit auch ein schönes Fahrgefühl auf schlechtem Asphalt oder auf unebenen Straßen. Könnte man fast schon sagen, ist ein Sporttourer. Dafür eignet es sich aus unserer Sicht auch wirklich gut. Na, kommt halt jetzt darauf an, wie lange er dann tatsächlich durchhält. Das Verschleißbild, sage ich jetzt mal, wir haben es jetzt noch nicht richtig übertrieben hier. Wir haben ihn halt auf der Straße ein bisschen sportlich gefahren und der leidet halt schon richtig. 2-3 Mal eine kurvige Landstraße hoch und runter gefahren und dann reibt er sich schon richtig auf. Jetzt sind wir hier halt bis zu diesem Standort wieder langsam gefahren, hat sich das schon wieder abgerieben. Aber prinzipiell bröselt das schon richtig gut. Das ist jetzt halt vom Verschleißbild her, sage ich mal, nicht ganz ideal. Da gibt es Reifen, die haben ein schöneres Verschleißbild. Im Hinblick auf die Laufleistung können wir noch keine finale Aussage treffen. Es sieht aber schon so aus, wie wenn er sich im Verhältnis fast 1:1 abnutzen würde. Gut, bedingt jetzt hier durch die Ninja ZX-10R wird der Verschleiß im Endeffekt am Hinterrad schon ein bisschen höher sein. Vielleicht wird ein Vorderrad 1,5 Hinterräder überleben, schätzen wir mal.
Die Laufleistung dürfte sich so bei 3.000 bis 5.000 Kilometer einpendeln, je nach Fahrstil und Fahrzeugart. Das halten wir für ganz okay für so einen Hypersport-Straßenreifen, könnte aber auch ein bisschen besser gehen. Die tatsächliche Laufleistung werden wir dann in unserer Hitliste und im schriftlichen Sportattack 4 Test in unserem Reifenmagazin noch nachreichen. Im Hinblick auf den Luftdruck haben wir den Sportattack 4 tatsächlich mit der Herstellerempfehlung gefahren. Das heißt 2,9 Bar an der Hinterachse und 2,5 Bar an der Vorderachse, und das funktioniert auch wunderbar. Vielleicht könnte man hier noch ein bisschen was justieren oder rauskitzeln. Wir hatten allerdings bisher nicht das Bedürfnis und sind sehr zufrieden mit den Herstellerwerten, gerade auch auf der schweren Kawasaki Ninja ZX-10R. Auf der Rennstrecke könnte man gegebenenfalls noch ein bisschen am Luftdruck schrauben und den absenken, aber auf der Straße funktioniert der Luftdruck mit 2,9 und 2,5 wirklich bestens. Wir hoffen, dass euch unser Continental Conti Sportattack 4 Reifentest auf der Kawasaki Ninja gefallen hat und wünschen euch eine gute Saison und viel Spaß beim Motorradfahren.